Bereit sein für den Ernstfall. Das wollen auch Sarah Scherzer und Samuel Rosner. Sie setzen dabei aber nicht auf Schusswaffen, sondern auf Survival Skills. Überlebenstrainings liegen voll im Trend. Was braucht man eigentlich zum Überleben in der Wildnis? Na, ich würde sagen, als erstes mal einen Unterschlupf. Du musst Ja, schauen, dass du genau, ein Dach richtig, über dem Kopf ja. hast, vielleicht ein Feuer, um dich warm zu halten, um dich schützen zu Ja. können. Und als nächstes zu schauen, wovon kann ich leben, was kann mir mein Überleben erleichtern, sei es Nahrung, wo kriege ich Wasser her, Genau, wie kann ja. ich meine Grundbedürfnisse Abdecken, genau. Abdecken. Und du hast es jetzt eigentlich schon genannt, ne? Ein Unterschlupf, vor allem um warm zu bleiben und trocken zu bleiben. Ein Feuer auch wieder, um sich zu wärmen eventuell, aber natürlich auch, um Dinge zuzubereiten, zu kochen. Ne? Aber wir gehen jetzt einmal wirklich zur Basis, zum Unterschlupfbau. Ja? Im Süden Niederösterreichs, in der Nähe von Rax und Schneeberg, betreibt Georg Bergthaler das Wildniszentrum Nasswald. Kajaktouren, Flusswanderungen, Axtwerfen und andere Outdoor-Aktivitäten können Abenteuerlustige bei ihm buchen. In letzter Zeit werden aber vor allem die Survival-Kurse immer beliebter. Dann ab in den Wald. Ja. Na gut, gehen wir. Ich glaube schon auch, dass man ein erweitertes Sicherheitsgefühl durch den Besuch eines solchen Workshops erhalten kann, weil man einfach weiß, man kann unabhängiger von sozusagen den Komforts unserer Gesellschaft seinen Alltag bestreiten. Ja? Und da kommen solche Skills einem nützlich zugute. Ja? Und ich glaube schon, dass das was ist, wo Leute dann gerade in Krisensituationen in der Lage zu sein, sich selbst zu versorgen, dass sowas schon auch wieder stärker dann vorhanden ist, ja, bei den Leuten. Ja. Ich kann es auch von mir selber sagen, dass das für mich jetzt zutrifft. Sarah und Samuel sollen heute lernen, wie man eine Notunterkunft im Wald baut und wie man ohne technische Hilfsmittel Feuer machen kann. Georg Bergthalers Mitarbeiter Ben Blaschke erklärt den Survival-Neulingen, wo und vor allem womit sie im Wald ihren Unterschlupf bauen sollen. Die beiden wollen lernen, wie sie, ganz auf sich alleine gestellt, Notsituationen meistern können. Ja, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man in solche Situationen kommen kann. Ist auch eben genau in den letzten 2-3 Jahren immer und immer mehr in den Vordergrund gerückt, wie man sich im Endeffekt auf sowas vorbereitet. Weil es ist jetzt gar nicht mal so die Angst, dass irgendwann mal so eine Situation kommt, nur halt im Endeffekt die Angst, dass man nicht so ganz darauf vorbereitet ist. Vor allem, dass halt auch jetzt Hausnummer, auch im Beispiel jetzt einfach von Corona, auch im Endeffekt der Staat, die Institution, die dir im Endeffekt einfach diese Sicherheit geben soll, nicht so ganz auf jede Situation vorbereitet ist. Jetzt sind wir auf eine Pandemie oder sowas vorbereitet, nur wer weiß, was jetzt in 5 Jahren wieder für ein neues Problem, unvorhergesehenes Problem auf uns zukommen wird, für das wir dann wieder irgendwelche Lösungen finden müssen. Ne? Also ich würde ihn jetzt einfach mal... Ich will sägen. Ja, du kannst ihn sägen, wenn du möchtest. Zumindest die ersten 5 Minuten. Also wir sägen ihn einfach mal in der Mitte durch, hätte ich gesagt. Ja, du, ich sehe es bei vielen Leuten, dass das Vertrauen in, sei es jetzt auch Institutionen, einfach nicht verloren geht, aber dass viele Leute sich einfach wieder ein bisschen versuchen, darauf zu besinnen, ja okay, was brauche ich und wie kann ich mich mit dem versorgen, was ich eigentlich brauche im schlimmsten Fall. Und vor allem die Menschen, die mir irgendwie wichtig sind. Da ist gerade der Punkt, wo ich dann sage, ja, dann sitz nicht nur daheim und schau dann in deinen Fernseher, sondern setz dich mit diesen engsten Gefühlen auseinander und bekämpf sie, indem du dir Erfahrung aneignest. So, du den mittleren durch. Ja, das sieht gut aus. So, dann stellen wir jetzt. Fertig. So, zumindest schauen wir aus. Ich gebe Ja, Probe sonst legen. genau. Ich geb Liegt Probe mal einfach legen, Probe. Ja. Sonst auch, ihr würdet wahrscheinlich noch einen kleinen Graben drumherum ziehen, wenn es regnen würde. Ja, dass das ihr halt, weil ja, ihr seid genau, so da ein ist bisschen, Wasser auch. genau, dann habt ihr den Fluss im Wohnzimmer. Also lieber noch mal einen Graben drumherum. Ja, gut. Ja, eigentlich sehr gut. Vor allen Dingen haben sie dieses Sterile aus der Stadt nicht mitgebracht. Sie haben sofort ihre Hände benutzt, haben überhaupt gar keine Zwänge gehabt, sauber zu bleiben oder so. Und sie haben eigentlich auch sehr gut darauf gehört, was wir ihnen am Anfang halt erzählt haben. Ja, wenn man wirklich nächsten Tag lebend aufwachen möchte, dann bräuchte das noch eine recht große Isolationsschicht. Weil das, was wir bei einem Schlafsack quasi auf einem kleinen Querschnitt haben,
Das brauchen wir hier halt mit einem viel größeren. Also da würde jetzt innen drin noch mit Laub aufgefüllt werden und auch oben drüber. So machen wir das dann auch regenfest und dann kommt überhaupt diese Isolierung zustande. Es ist windstill. Ich denke mal, wenn man das Ganze noch ein bisschen kompakter gebaut hätte, wie noch das ein bisschen mehr eingekuschelt wäre, wäre es noch mehr. Und mit einem Schlafsack würde ich ja auch eine Woche drin schlafen. Also das wäre Es nicht ist ja das Problem. Survival, gell? Es geht ja wirklich nur ums Überleben. Jetzt sich davon noch ein schönes Feuer machen. Und für sich, ja. Also zum Überleben reicht es auf jeden Fall. Ne? Auf andere angewiesen oder unvorbereitet sein wollen Sarah und Samuel nicht. Nachdem sie erfolgreich eine Notunterkunft im Wald gebaut haben, müssen sie jetzt den zweiten Teil ihres Survival-Kurses absolvieren. Selbstständig Feuer machen. Kursleiter und Survival-Spezialist Georg Bergthaler zeigt vor, wie das geht. Und am besten, man spannt sich den Arm hier so ein und dann muss man eigentlich nur noch so vor und zurückfahren. Ja, das schaut jetzt relativ einfach aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Das könnt ihr dann selber ausprobieren und dann kommt es drauf. Da muss man schon ordentlich Gewicht drauflegen und Spannung aufbauen, dass das funktioniert. Ja. So, im Normalfall müsste jetzt hier Kohle sein. So. Die Bedingungen fürs Feuermachen in freier Wildbahn sind heute verschärft. Im strömenden Regen gelingt es aber dank der tatkräftigen Unterstützung von Georg und Ben dann doch. Zum Survival-Experten ist Bergthaler erst in den letzten Jahren so richtig geworden. Denn die Nachfrage ist stetig gestiegen. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Anmeldungen für so Survival Weekends, Survival Workshops bekommen. Das war am Anfang von unserer unternehmerischen Tätigkeit, waren wir mehr auf die Wildwassersparte fokussiert und mittlerweile hält sich das schon fast die Waage. Ja, das Survival hat extrem aufgeholt, gerade in den letzten Jahren. Es kann schon sein, dass das mit Corona und auch der derzeitigen finanziellen Situation oder Finanzkrise, wenn man es nur nennen will, auch zu tun hat, dass die Leute sich darauf rückbesinnen. Auch kulinarisch geht es zum Ausklang des Kurses recht ursprünglich zu. Für Sarah und Samuel gibt es Sterz aus dem Pfandl, zubereitet über dem selbstgemachten Feuer.